Seit 2019 gilt der Islamische Staat als besiegt. Wir waren da, wo er noch weiterlebt. In syrischen Hochsicherheitslagern. Vorsicht, jetzt schmeißen sie alle Steine auf uns. Wie geht ein vom Krieg gezeichnetes Land mit seinem Terrorerbe um? Do you think it's right that they did kill the people? No. Und vor allem mit seinem Nachwuchs. بس تطلع من أهم شيء يعني بدي الحرية. Wir besuchen das Camp Al-Hol im Norden Syriens. Hier sind seit 2018 geflüchtete Familienangehörige von IS-Terroristen untergebracht. Es ist nur eins von vielen solcher Lager. Mit 38.000 eingesperrten Bewohnern, aber das größte. Gian Hanan aus der Campleitung erklärt uns den Aufbau. نزي سياح 10,000 كاسة سوريين وعراقيين وأجنبيين زونايك وددوس السي عراقيين وشار وبينج سوريين وأفبش جيرد بين مهاجرات قسمك خاص مهاجرات تشيل ودجن سيانة نهاوك خطريا في قامبي وك داعش يعني ما ترسيمة جيلكينه قد قامبي تشيد بي يعني ويتش بي مستقبلا في جيلي وفي خطر بي لسر مجي ولسر دنيا يجي أو ما ترسيمة جبو في قامبي يعني جبر يعني داعش كشتي قرانية خدانة سر في قامبي جبو في قامبي شخرب كاربين يعني. And how is the security situation or the danger level in the different parts of the camp at the moment? Maybe even for yourself, but also for us when we go in. يعني عجيب إنه بس قسمه سوري وعراقي بهتر إيجو خلايا دواندا والشرطي اللي يعني برو خدار ناخي تشكي نكانه بك يعني درباز بيت تدبيني وقت تشكي نورمالي يعني حياتك طبيعية شخرا عالم دعيشة بهتر إيه سوري وعراقي وكشتركتي خلايا بشف بس إيه مهاجرات توصى خيانة يعني هنكي زحمة يور هاي يعني. Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit Jahren die Zustände hier. Entsprechend mulmig wird uns, als wir das Camp betreten. Schon irgendwie verrückt, hier sind alle Frauen sind voll verschleiert. Das sind hunderte, tausende Zelte, das sind 38.000 Menschen, die hier leben. Also es ist eine Kleinstadt, voll von, hart gesagt, Extremisten. Wir wollen uns ein eigenes Bild machen und mit einigen von ihnen sprechen. Erstmal begleiten wir aber das Sicherheitsteam auf einer Patrouille. Für das riesige Freiluftgefängnis sind sie quasi die schwer bewaffneten Wärter. So. Does sometimes something happen? Like, are there incidents? صار مرة في اشتباك نظام يعني طلعنا دورية وصار اشتباك واحد هو ومرته مسلحين وصار يضربوا علينا يعني هي شايلة فرد كلوك وهو شايل كلاشنكوف ويضربوا علينا وصار اشتباكات نظامية يعني إجباري كان يطلقوا علينا رصاص يعني بدهم يضربونا مثل ما يقول بدهم يصيبوا العساكر فآخر شيء ظلوا يقاومون إلا ماتوا. Are there also nice moments here or nice interactions? لا. أيام الطيران كان يضرب أولي برا ناتوا إنه ناس لهم أطفال أو نساء أو شباب ماتوا لهم وعم ينظروا علينا إنه إحنا اللي قتلناهم. How is it for you to see all the little kids in here? والله أول شيء يعني شيء بزعل إنه أطفال إنه يعني عايشين بين الخيام وبرد وهاي يعني أطفال ما لهم ذنب. Even more sad, or like because like I mean the kids like are just victims in the end, or? هو هذا الشيء مو تمام مو كويس يعني الشيء هذا مو كويس أطفال يعني ما تعرف شيء يعلمونهم على الحقد وعلى القتل وعلى الذبح. Also hier gibt's alles. Die Menschen haben hier Schafe, hier gibt's kleine Fußballfelder. Es ist, da hinten spielen die Kinder Fußball. Es ist trotzdem alles umgeben von Stacheldraht und Zäunen. Also es ist ein riesiges Lager hier. Da ist ein Kinderspielplatz. Der hat gesagt, wir können hier auch runter und selber zurücklaufen. Hier ist es okay. Das heißt, dann laufen wir jetzt mal durch den Markt zurück und gucken, was die Menschen selber hier sagen. For how long do you live here? صار لنا 7 سنين.
What do you think about us being here and asking questions? نتفائل تفاؤل. For what are you hoping? نطلع على العراق ونرجع. Es ist schon verrückt. Wir laufen jetzt hier einfach durch das Al-Hol-Camp, durch den Markt. Und ja, man kann sehr davon ausgehen, dass einige von denen hier halt sehr aktiv im Islamischen Staat waren und natürlich auch schlimmste Verbrechen begangen haben. ايش ما عرفنا تقولي عن قليل الي ما بيطلع سجلوا فانا بنسجل بنطلع نحن ما عندنا اي مانع. انتم باعتقادكم انتم احنا ارهابيه فهذا شيء غلط. هذا شو ذنبنا كسوريين 7 سنوات في المخيم. هذا واحد. رقم 2 خدمات تعبانه تمام وضع الصحي تعبان. هسه بعض النقاط الطبيه بقيت اسعافيه بس فقط لا غير. I understand it's a difficult situation here, but people from outside saying like, yeah, a lot of people who are radical and like want to, or did even behead other people, or did like a lot of bad things, and that's why you all have to stay in here. What do you think about that? هذا كلام المردود عليهم، هذا كله كذب تمام. نحن مجرد هنا عن سلعة حاجة كفانا. What do you think yourself about doing ISIS, for example, attacks like in Germany, for example, or in other countries? نحن ضد هالشيء هذا. نحن ما نريد العنف، ما حدا بحب العنف. ما How's the life for you here right now? أكيد متعبة يعني من كل شيء كأطفال كدراسة ككل شيء يعني أكثر شيء إنه أطفالنا لسه صغار ما درسوا. احنا صار لنا أكثر من 10 سنوات أحلف لكم أني ما ضايق اللحم. ليش؟ لأن سعره عالي. Wenn man hier Interviews macht, ist das schon eine sehr intensive Situation. Man wird total umdrängt von Leuten, es wird fast schon unangenehm. Manchmal alle reden mit einem, wollen reden, erzählen, wie schlecht es ihnen hier geht. Wenn man sie dann aber auch darauf fragt, was ihnen vorgeworfen wird, was den Islamischen Staat angeht, was sie mitbekommen haben von den Taten, dann will irgendwie keiner richtig was davon wissen. Dann leugnen sie es sogar oder sagen, die das gemacht haben, sind alle schon weg. Harmlos im Vergleich dazu, was uns gleich im anderen Teil des Camps passieren wird. Wir fahren jetzt rüber in den sogenannten Annex-Teil. Das ist der Teil, in dem die ganzen ausländischen Frauen und Kinder drin sind. Und das gilt als der radikalste und gefährlichste Teil des Camps. Wer hier lebt, hat sein komplettes Leben in Ländern wie Russland, China oder Deutschland für den IS aufgegeben. Und seit dem Sturz umso mehr verloren. Im Internet kursieren Videos, wie Kinder hier schon als die IS-Kämpfer von morgen trainiert werden. Journalisten werden regelmäßig mit Steinen beworfen und verletzt. Eigentlich darf man hier nur mit gepanzertem Auto und Security rein. Also es gibt wohl heute kein gepanzertes Fahrzeug, der Fahrer ist nicht da, deshalb können wir zu Fuß reingehen und versuchen, mit jemandem zu sprechen. Gehen wir mal mit Schutzweste in den gefährlichsten Teil des Camps. Ich ziehe meinen Helm dann gleich an, wenn es wirklich brenzlig werden würde. Spoiler, ich werde ihn noch brauchen. Trotzdem komme ich mir erstmal komisch und ausgrenzend vor, hier so reinzulaufen. Eine schusssichere Weste in einem Lager voller Frauen und Kinder. Die meisten Väter und Ehemänner sind für den Glaubenskrieg gestorben oder sitzen im Hochsicherheitsgefängnis. Es ist eine ganz andere Stimmung hier. Hier sind irgendwie alle ein bisschen zurückhaltender. Irgendwie vorher war Leben, Trubel, alle wollten reden. Hier ist das Gegenteil. Da kam der erste Stein. Ja, da hat er schon den zweiten auf, der Kleine, und schmeißt wieder. Ja, ich glaube, wir sollten mal so langsam. Warte mal, komm. Why are you here? نحن لا أعرف متى نحن يطلع لكن لا أريد أبدا بلد أبدا. People outside saying like there are reports of that people did beheadings or like attack other people and don't like people from other cultures. So what do you think about that? الإسلام قتل الكافر المرتد ليس مسلم. So do you think it's right that they did kill the people? No. Yes, why do you think it's right? لماذا؟
لماذا يقتل كفار؟ هاي حاجة مولدنا. ليش أنت صورة؟ Shukran, Jette Grafi. Ja, der Kleine hat sich da hinten gerade schon wieder 2 Steine in die Hand geschnappt und lächelt uns schon so an. Also der möchte auf jeden Fall werfen. Ja, es ist schon eine intensive Situation hier. What does that mean for you? All your life is for the sake of the God. نحن من هنا فرحان نحن هذا عايش نحن الحمد لله من غير مكان إن شاء الله نحن ننتظر دولة إسلامية يأتي نحن نذهب إلى دولة إسلامية بإذن الله. What are the reasons that are okay for you that people get killed? هذا حكم من الله هذا بالقرآن يوجد لأن مشركين نجاس الله يقول لكن إذا أنتم شفتم أنتم يقتلون كافر. Der Wind weht hier so durch, ist fast wie in so einem Film. Es ist, ja, es macht einem schon irgendwie Angst. Und dann im Hinterkopf halt, dass sie einfach sagen, ja, es wäre okay, uns zu töten, weil wir halt ungläubig sind, oder? Vorsicht! Okay, das war nur eine Zwiebel. Hey, hey! Okay. Fuck. Go. Jetzt schmeißen sie alle Steine auf uns. Und laufen uns hinterher. Ja. Oh Gott. Ja, wir haben gerade auch 2 Steine getroffen. Am Arm und am Bein. Ja, und jetzt eine der Frauen verscheucht sie jetzt und sagt, das soll der Scheiß. Why do they directly attack everyone who is like kind of foreign or like looks different? لا بس هم ليس تفكير هم ليس تفكير بس لباس ما بعرف هم شوف الباغوث باغوث في قصف كثير فيهم أمهات أبوهم هم قتل فيهم شوف دم كثير هم لا يعرفهم من قصف من مشان لا يعرفهم يعني تمام أولاد يعني هم أساكر ياخذ أخوهم مثلا أختها كله أساكر ياخذوا بعدين هم بس عصبي شوي ليس طبيعي تمام ليس طبيعي. So for example, in Germany sometimes there are like attacks from people who say like they're from the Islamic State, from ISIS, and like kill people in Germany. You did nothing in the end, like just like civilians living in the street. Do you think that's okay in the name of God? نحن نقتل شوفي القتل هو حكم الكافر اللي لا يطيع الله. So what do you hope for here in the end? نحن هنا ننتظر في المستقبل نحن أمنياتنا بإذن الله عز وجل قريبا سيرجع خلافة أفضل وأكبر وأجمل مما كانت ونحن كلنا إن شاء الله سنطلع بالعز برؤوس المرفوعة. Das ist die Meinung einer Extremistin. Ja, dann gehen wir jetzt. Und um es ganz klar zu sagen, das spiegelt nicht den Islam oder die Meinung der meisten Muslime in der Welt wider. Im Gegenteil, die meisten Opfer des IS sind selbst Muslime. Ja, es ist diese absurde Situation. Sie macht uns den Weg frei, dass wir sicher rauskommen und gleichzeitig hat sie aber auch gesagt, es wäre okay, wenn man uns tötet. Also man sieht ja, man kann irgendwie nicht so richtig da durchdringen zu dem, wo man auf einer Basis miteinander richtig reden kann, weil am Ende steht halt immer, das ist der Glaube, das ist so festgeschrieben, so ist das und so bleibt es. Das ist das Richtige, was wir machen. Und ich glaube, das erklärt auch die Schwierigkeit dieser ganzen Situation hier, dass man nicht weiß, wie man am Ende hier mit den Menschen in dem Camp umgehen soll. Sie hassen uns einfach irgendwie oder haben Abneigung gegen uns und irgendwie kann ich es den Kindern fast gar nicht verübeln. Das ist das Schlimme daran, an dieser Kontroverse, in der man selber steckt. Das macht mir echt Kopfzerbrechen, ey. Das ist so ein Thema, für das man irgendwie keine Lösung findet. Lösungsansätze gibt es immerhin. Wir fahren etwa 2 Stunden nördlich nach Qamischli. Hier gibt es ein Deradikalisierungszentrum für besonders radikale Jugendliche aus den Lagern. Knapp 150 Jungs zwischen 11 und 18 Jahren bekommen hier täglich 3 Mahlzeiten, Schulunterricht und Therapie. Mit einem von ihnen sind wir zum Interview verabredet. Er möchte anonym bleiben. Er stammt aus einer deutsch-türkischen Familie aus Köln. Seine Eltern schlossen sich dem IS in Syrien an, als er noch ein Kleinkind war. Seitdem war er in verschiedenen Lagern und Gefängnissen. In Al-Hol versuchte er, durch einen Tunnel zu fliehen, um sich einer ISIS-Zelle in der Wüste anzuschließen. Seitdem ist er hier. An die Zeit vorher kann oder will er sich im Gespräch nicht erinnern. Why do you think they took you to the prison? صح كثير شغلات قال لي بكثير شغلات قالوا لي
من وراء أخطاء أباكم، بس أنتم بريء، لا تفكروا أبدا إنه أنتم ما عندكم علاقة، بس هيك يقولون هيك يعني. أو مشان كبار، هذا أكثر شيء يقولون أنتم كبار. When they tell you it's about what your fathers did, like, do you know like what they tell your fathers did? So like, what is the reason that they are there and you have to go through the same? لا صراحة، لا صراحة ما حدا قال لي شيء. بس هين آخر مرة حكيت ويا صافي ما أعرف، قال لي شيء خلاني أبكي صراحة. أنا قال لي كان أبوك يفوت على بيوت ناس، ما أعرف صراحة، ما أعرف، بس هيك قال لي. Sein Vater starb als ISIS-Terrorist im Kampf und seine Mutter ist immer noch enorm radikal und lebt in Al-Hol. Kontakt gibt es nur unregelmäßig per WhatsApp. Did the relationship to your mother change since you are here? أظل أفكر في هذا، أحاول أفهم شلون ليش، بس هي أمي، ما أقدر، ما أعرف إيش بدي أقول، ما أقدر أنا ألوم أمي بأي شيء. نحن بالأصل 6 أشخاص، بس 2 ماتوا، واحد أخذ واحد أخذ. May I ask how that happened? أخوي أول شيء مات، أول شيء هو مات، كان أجا براسي شظية، وكان هو جنبي أصلا، ما أعرف، ما أذكر أي شيء غير وقعت وسمعت صوته بالمستشفى. بعد ما فقط أشوف يعني سمعت صوته وهو كان يصيح بالمستشفى، وبعدين ما أذكر. بعده أذكر كمان بالسيارة، هذا آخر شيء يعني أذكر. وأختي ما شفت شلون، ما أذكر. What was your task at that time? You were just with your family, or do you had to fight? كنت أهلي تحمل السلاح شلون؟ Dabei lebt er während des IS im syrischen Raqqa, damals quasi die Kalifat-Hauptstadt. What do you remember of that? Like, or what did you had to do with that? بس كان بي على حائط تبعنا، كان بي هيك صورة، بس كان بي رسوم مكتوب شلون يقتلونه وهيك شغلات. بس هذا اللي أذكر أكثر شيء. What do they teach you now here? نفس الشيء، عربي كمان، ناخذ عربي وإنجليزي ورياضيات وأخلاق، وكمان هذا نفسية مشان نفسيتك ترتاح. So what do you learn in ethics here, for example? الأخلاق مثال يعني المتطرفون، قومية متطرف وقومية زين، يعني مو متطرفين. وكمان يحكي مشان تعرف حياة صحي وحياة مو صحي. So what was so radical about what you learned before you came here? ما يشبه أي شيء من قال هو. صارت أنا بس كم مخي ألعب، ووقت صلاة أصلي، وأساعد أمي. كمان شنو كنت أسوي؟ بس صراحة. Dass seine Mutter ihn sogar bis heute bei jedem Telefonat weiter zu radikalisieren versucht, verschweigt er uns. Und obwohl er sich im Laufe unseres Gesprächs sehr wohl an vieles aus der Zeit des IS erinnert, weicht er konkreten Fragen wie hier immer wieder aus. أكيد كل واحد عنده حق بنفسه، وأكيد كل واحد يمشي على عادل، بس تطلع من أهم شيء يعني بدي الحرية، هذا أهم شيء. وأرجع على أهلي نفس قبل، مع إنه ما أذكر زين، بس بدي أرجع نفس قبل مع أهلي اللي بألمانيا. شكرا صراحة، جيتوا لين مفيد حيل، يعني استريحت يعني حتى هسه ما نسوني. Danke schön. Danke. Die Erfolgsquote im Zentrum liegt bei gerade mal 40%. Die meisten hier bleiben radikal. Und wir wissen auch, dass manche einfach eine reflektierte Art spielen, um ausgeliefert zu werden. Trotzdem tut uns der offensichtlich traumatisierte 17-Jährige erstmal einfach nur leid. Ja, es ist ganz schwierig, hiermit umzugehen, weil die Kinder und die Jugendlichen, die hier sind alle erstmal Opfer des Islamischen Staats, die von ihren Familien, meistens von ihren Eltern, mit hier hingebracht worden in ganz jungen Jahren als kleine Kinder und in ihrem Leben eigentlich dann nichts erlebt haben als Radikalisierung und Fanatisierung der Ziele des Islamischen Staats.
Und hier versucht man sie jetzt zu entradikalisieren. Aber es ist auch klar, dass sehr viele von denen das niemals schaffen werden und wahrscheinlich niemals wieder ein Leben in Freiheit haben können, weil sie immer ein Sicherheitsrisiko darstellen werden. Und das macht einem schon ziemlich Bauchschmerzen. Auch für die Zehntausenden Kinder und Erwachsenen in den Lagern gibt es keine wirkliche Perspektive. Seit der Wahl von Trump in den USA rechnet man mit noch weniger Unterstützung aus dem Westen. Selbst wenn Tausende wieder von ihren Ländern aufgenommen werden, warum sollte sich ihre Einstellung verändert haben? Der IS ist wieder am Erstarken und wir in Europa schauen nicht hin. Die Armee ist zwar fürs Erste geschlagen, die Ideologie aber noch lange nicht besiegt.